Hi, ich bin der Kai und ich zeige euch heute unsere alte Turnhalle. Kommt doch mal mit. So, hallo. Für jeden, der nicht weiß, wo wir hier sind, ich glaube, an den Geräten ist erkennbar, wir sind in der alten Turnhalle. Leider gab es hier überhaupt keine Geräte mehr und die habe ich dann einem Hausmeister in der Nachbargemeinde abgeschwatzt. Und damit auch jeder sieht, wo er hier ist. Das war ja eigentlich ein leerer Raum, stützenfreier, weit gespannter Raum. Und wir mussten dann überlegen, wie machen wir hier die Nutzung rein. Und dann haben wir hier 3 Scheibchen gemacht. Das eine Scheibchen ist das Büro und die anderen 2 Scheibchen sind unsere Wohnung. Und dann haben wir noch ein kleines Detail hier. Es hing an der Fassade draußen über dem Eingang und das haben wir natürlich gern behalten als Wiedererkennungswert, als historisches Dokument für die alte Turnhalle. Und dann gehen wir doch mal in die Wohnung. Ja, hier ist unser Aufenthaltsbereich, Wohnen, Essen, Kochen. Und es war natürlich wichtig für mich, weil ich hier auch arbeite, damit die Atmosphäre hier extrem gut ist, weil ich bin hier 365, ne? 24/7. Ja, im Prinzip sucht man natürlich schon, was so ein Gebäude hat. Und was sagt es einem? Und es sagt einem, wir haben hier diese Balken, die brauchten wir für die Statik, damit das Ding überhaupt hält. Und das unterteilt diese ganze Halle einfach in 3 Teile. Und mit diesen 3 Teilen haben wir dann im Prinzip diese neue Funktion, das Wohnen und das Büro hier untergebracht. Also es sah hier verheerend aus, wie man sich eine Turnhalle aus den 70ern vorstellt. Alles mit Filz beklebt. Wir mussten erst mal wahnsinnig viele Schichten von den Wänden schälen. Also man sieht jetzt die ursprüngliche Wand. Also hier spürt man auch die Menschen, die das Gebäude erstellt haben. Das war uns auch immer wichtig. Deshalb wollten wir auch ein altes Gebäude umbauen. Und deshalb mussten wir das erstmal alles hier raus entkernen und schälen, Schicht für Schicht wegnehmen, um dann das zu zeigen, was hier an Historie da ist. Und auch unser alter Schornstein, mit dem die Halle früher beheizt wurde. Also es gab, glaube ich, 4 oder 5 Schornsteine in der Halle, wo dann wahrscheinlich einer eine Stunde früher kommen musste zum Einheizen, damit man dann auch schön im Warmen turnen konnte. Und den haben wir dann einfach erhalten, haben wir uns nicht entscheiden können, den abzureißen. Und hier unser Wohnbereich zum Relaxen und zum Lesen. Eins unserer Lieblingsstücke, meine Frau. Im medizinischen Bereich, da liegen bei ihr die Blutspender oder lagen zumindest. Und jetzt liege ich hier und darf entspannen. Also es war ja eine Turnhalle, aber zum Schluss einfach eine Tischtennishalle. Also die Tischtennisabteilung des Vereins hat hier Tischtennis gespielt. Und es kam natürlich beim Abschälen der Wände und aus den Leuchten und aus den Decken kamen wahnsinnig viele Tischtennisbälle. Und einer davon hat es geschafft, hier noch zu bleiben in dem Loch, wo früher die Sprossenwand befestigt war. Da haben wir jetzt dieses Zitat dieses Tischtennisballs. Gut, dann zeige ich euch mal einen meiner Lieblingsorte oder der Lieblingsort, die Küche. Also uns war wichtig, dass die Küche funktioniert, nicht nur schön aussieht, das tut sie Gott sei Dank auch. Und es war wichtig, dass, also ich wollte immer einen Griff haben, ne? Also keine Touch-Gedöns, sondern es musste wirklich Schubfächer und die auch tief genug, damit das Zeug auch untergebracht wird. Und das war uns schon wichtig. Und das war natürlich toll, dass wir das hier individuell auch anpassen konnten und nichts von der Stange nehmen mussten. Und da wir Camper sind, kochen wir natürlich mit Gas, mit echter Flamme, die dann auch schön heiß wird. Und dann haben wir hier noch versteckt unsere Stauräume in der Rückwand unter der Ablage und ein Wasserhahn, der aus der Wand kommt, war uns auch wichtig. Also wir haben hier ja einen mobilen Schrank, der ist auf Rollen, den kann man dann auch wegschieben und kann da mal eine
Bar oder eine Theke draus machen. Und dieser ganze Küchenblock lässt sich drehen. Also wir können den auf Rollen quer in den Raum stellen und dann hat man Platz für die große Tafel, für die Feiern, für die Feste mit der Familie. Also wir hatten die Halle dann 2012, konnten wir die dann erwerben und auch noch das anliegende Grundstück, weil sonst hätten wir keinen Garten gehabt, weil die Turnhalle hatte eigentlich kein Grundstück. Haben wir 2012 erworben und dann kam die spannende Phase der Planung, der Konzeption und letztlich begonnen mit Umbauen haben wir dann 2015, circa 1,5 Jahre. Wahnsinnig viel Eigenleistung mit Freunden und Familie und also hier steckt auch viel Energie von Freunden und Nachbarn, die uns toll unterstützt haben. Das war extrem wichtig und das spürt man auch heute noch. Also es gibt keine Trennwände hier, sondern die Wände sind Schränke und die Schränke sind von 2 Seiten nutzbar. Wir haben einmal diese Seite und wenn wir drumherum gehen, kann man den auch hier nutzen. Das heißt, es gibt keine Wand, sondern Wand, Schrank, Schrank, Wand. Also der Schrank ist Wand und die Wand ist Schrank. Diese Schränke, Wandschränke, Schrankwände, das Material ist eigentlich kein Möbelmaterial, sondern eher aus dem industriellen Bereich, Betonschalungen, LKW-Pritschen. Und da wollte man eigentlich einfach zeigen, was man auch mit anderen Materialien dann tun kann. Ne? Wie der rohe Stahl, nicht lackiert oder das Holz nicht behandelt, einfach roh spüren und riechen und fühlen. Es ist natürlich, weil es ein Standardmaterial ist, was man für Betonschalungen und so weiter verwendet, natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt. Ne? Und ich muss da nichts mehr, ich muss keine Kanten bearbeiten, sondern die sind eigentlich so fertig. Und es gibt natürlich auch keine Griffe, sondern nur ein Löchchen. Also diese Wandschränke sind auch nicht tragend, also kein konstruktives Element. Theoretisch können wir die rausnehmen und hätte dann einen offenen Raum, den man völlig neu gestalten kann. Das Einzige, was stehen bleiben sollte, ist die Stahlsäule und die Träger. Aber ansonsten könnten wir diesen Raum wieder leer machen. Und dann gibt es hier eine Treppe, also die Stufe kann man losmachen. Dann nimmt man so einen Glassauger. Hier lösen. Ja, kann man die Stufe wegnehmen und dann ist da die Sitzgarnitur für die Feierlichkeiten. Ja, und oben, das sind dann die Schlafräume und unsere Bäder und noch so manche Lieblingsorte. Es war ursprünglich eine Halle, diese Decke haben wir eingezogen und das sind die ursprünglichen, die Originalfensteröffnungen, wie sie in der Halle damals waren, die haben wir wieder hergestellt. Also bei der Planung war so eine ganz große Herausforderung, diese verschiedenen Ebenen unterzubringen. Die Halle hat nun mal diese Höhe, ne? Und wir sehen schon, das ist eigentlich kein volles Geschoss hier. Wenn ich jetzt hier eine Decke einziehen würde, wäre das zu niedrig. Ne? Also haben wir tatsächlich teilweise um Zentimeter die Decken geschoben und die Treppe nochmal geändert. Meine Kolleginnen, die sind fast verzweifelt. Jetzt schmeißt er die Höhe wieder um und haben da wirklich zentimeterweise geschoben, damit hier die optimale Rausnutzung auch stattfinden konnte. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Schlafzimmer. Wenn man hier liegt, dann wird einem auch klar, warum. Das ist einfach herrlich, unter diese alten Dachbalken und die Wurmlöcher zu schauen. Herrlich zum Entspannen. Und dann auch kann man natürlich den Ausblick genießen. Wer hat schon bodentiefe Fenster nach Süden in seinem Schlafzimmer. Hier sieht man auch noch mal schön diese eingeschobene Decke, also die zweite Decke, die wir eingebaut haben. Also so, ich sage immer Nest dazu, weil die Decke ja nicht bis nach außen geht, sondern es ist wie eingestellt. Und da sieht man auch den alten Balken, ne? Klare Unterscheidung, der gehobelte neue und hier der raue mit all seinen Nagel- und Hammern und Axtspuren vom Behauen. Genau, also die Balken sind ja nicht nur schön und historisch, sondern die haben auch eine Funktion. Also man kann die tatsächlich als Kleiderhaken benutzen oder auch für den Kleiderbügel. Mal wunderbar hier aufhängen.
Ja, dieser Raum hat für mich auch wahnsinnige Qualität, deshalb auch Lieblingsplatz. Also er gibt einem genau das, was er soll, nämlich diese Ruhe, dieses Zurückgezogene und trotzdem Helligkeit und diese Offenheit und das Spüren. Also man spürt hier, finde ich, auch sehr viel diese Historie und manchmal nagt auch der Holzwurm. Klingt ungefähr so. Dann Badezimmer. Raum zum Wohlfühlen, das Beste, unsere Dusche. Jura, Marmor, Naturstein. Da kann man auch lesen drin in dem Stein, da gibt es Muscheln. Ein Freund hat mal gesagt, dass man meint, man steht im Steinbruch und duscht. Also hier auch wieder das Prinzip, dass die Wand Schrank ist und der Schrank Wand. Also wir haben hier unsere Fächer hier versteckt. Das ist gleichzeitig die Duschtrennwand. Hier hinten ist dann die Toilette nochmal abgetrennt. Also alles mit Funktion, selbe Materialität wie im Erdgeschoss. Also auch hier im Badezimmer haben wir natürlich diese Zitate der alten Turnhalle. Aus dem ehemaligen Umkleideraum haben wir die Haken abgeschraubt. Und überall, wo wir jetzt Haken brauchen, können wir in eine Schachtel greifen und einen Haken rausziehen und ganz einfach festschrauben und auch der Hocker wieder abgestaubt von einem gütigen Hausmeister in einer anderen Turnhalle. Über die Stahltreppe für die Schwindelfreien und das Dach. Lieblingsort meiner Frau, kann man sich schön zurückziehen, Musik hören, lesen und da sieht man dann auch schön auf den Kirchturm mit seiner Kirchturmuhr und die Windräder an meinem Heimatort. Ja, das ist so dieser Moment, wo man dann auch von oben mal ganz durchsieht bis auf den Grund und sieht dann so das ursprüngliche Volumen und die Höhe sind hier schön wahrnehmbar an diesem Ort. Ne? So, kein Haus ohne Garten oder ohne Terrasse. Und da wollen wir doch jetzt mal rausschauen. Also hier sind wir jetzt auf der Terrasse. Da war früher ein Anbau mit Umkleiden, Duschen, WCs. Aber ursprünglich war der nicht da und deshalb wollte man den auch weghaben, um die ursprüngliche Form des Gebäudes wieder zu zeigen. Den haben wir dann abgerissen und da ist jetzt unsere Terrasse, wo der ursprüngliche Anbau war. Wir hatten ja eine Zwischendecke drin in der Halle. Irgendwann mal in der Ölkrise hat man die eingezogen, um Heizkosten zu sparen. Die haben wir zurückgebaut natürlich, weil wir den Hallenraum wollten. Und die Hölzer konnten wir dann hier auf der Terrasse und für diese Sitzbank konnten wir die wieder einsetzen. Also haben das upcycelt sozusagen, das Material. So gibt es auch an anderen Stellen, zum Beispiel dieser Ziegelboden, das sind diese Abrisssteine des Kamins, konnten wir wiederverwenden. Also eigentlich haben wir wenig entsorgt, sondern eher wiederverwendet. Also der Umbau war natürlich anstrengend, weil wir viel selber machen wollten und auch mussten. Wir haben einen finanziellen Aspekt, aber ich habe Maurer gelernt und Freunde sind auch handwerklich begabt und das war einfach dann auch wichtig und auch ein toller Moment, Zusammenhalt und für die Familie auch. Die Kinder haben mitgeholfen, meine Frau extrem und das war einfach eine wertvolle Zeit und natürlich gibt es da auch die Tiefs, wo man dann mal sonntags denkt, oh Gott, was tust du dir an? Aber wenn man dann hier steht, weiß man warum. Und als es dann tatsächlich vollendet war, dann stand ich an der Stelle ziemlich genau in dem Garten und habe es angeschaut und gedacht, ja, hier will ich sterben. Also unser Haus ist unser Lebensmittelpunkt der Familie, mein Lebensmittelpunkt. Im Haus, das Geschichte hat, lebt es sich anders, weil es Geschichte hat, weil es diese Aura, diese Energie von dieser Vergangenheit hat und das spürt man eigentlich jeden Tag. Das war die Roomtour in der alten Turnhalle. Wenn ihr noch mehr spannende Objekte anschauen möchtet, dann schaut doch mal hier oder abonniert den Kanal. Ciao!